Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der amerikanische Präsident hat heute den offiziellen Teil seines China-Besuches abgeschlossen. In einem Gespräch mit dem chinesischen Spitzenpolitiker Deng Xiaoping hat sich die chinesische Führung abermals für Verhandlungen über eine Wiedervereinigung mit Taiwan ausgesprochen. Die Taiwan-Frage, erklärte Deng Xiaoping, sei das Hauptproblem in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Beide Länder sollten ihre Kontakte schrittweise ausbauen und eine friedliche Wiedervereinigung anstreben. Fast 2 Stunden dauerte die Unterredung zwischen Deng und Reagan in der großen Halle des Volkes. Deng betonte, die Volksrepublik China werde das Ziel der friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan nicht aus den Augen verlieren. Innerhalb des wiedervereinigten Landes, so Deng, sei die Existenz zweier unterschiedlicher Systeme denkbar. Die amerikanisch-taiwanesischen Beziehungen müssten sich dadurch nicht zwangsläufig ändern. Reagan verteidigte erneut seine Taiwan-Politik. Man könne langjährige Freunde nicht beiseite schieben, um neue zu gewinnen. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Die Regierung in Taipeh weist darauf hin, die Pekinger Annäherungsversuche als, wie sie sagt, mit Zucker versüßtes Gift zurück. Die chinesische Parteizeitung widmete heute fast ihre ganze Titelseite dem Treffen zwischen Reagan und Ministerpräsident Zhao. Einzelne Artikel konzentrierten sich auf die chinesische Kritik an der amerikanischen Taiwan-Politik und an der Stationierung von US-Truppen in Südkorea. In der Berichterstattung über Reagans Rede vor chinesischen Wissenschaftlern fehlte, wie schon in einem Fernsehbericht gestern, Reagans Kritik an der Sowjetunion und die meisten seiner Äußerungen über die Vorzüge von Kapitalismus und Demokratie. Unmittelbar vor der Ankunft des türkischen Ministerpräsidenten Özal in Teheran haben heute unbekannte Attentäter einen Anschlag auf einen türkischen Botschaftsangehörigen verübt. Nach bisher unbestätigten Meldungen soll dabei der Botschaftsangestellte getötet worden sein. Nach Rundfunkmeldungen hat sich die armenische Untergrundorganisation As-Salah zu dem Anschlag bekannt. Sie wollte damit gegen den Besuch Özals im Iran protestieren. In Bonn haben heute etwa 1000 Menschen gegen die sowjetische Besetzung Afghanistans demonstriert und den sofortigen Abzug der Besatzungstruppen gefordert. An der Protestaktion nahmen vor allem in der Bundesrepublik lebende Afghaner teil. Sie wurden von türkischen Sympathisanten und Vertretern der Grünen unterstützt. Zu Zwischenfällen kam es nach Angaben der Polizei nicht. In Sprechchören prangerten die Demonstranten immer wieder die Sowjetunion an. Die Streikaktionen der Industriegewerkschaft Druck und Papier gingen auch an diesem Sonnabend weiter. Zahlreiche Zeitungen erschienen heute entweder überhaupt nicht oder in teilweise erheblich verminderten Umfang. Nach Angaben des Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Druck und Papier, Ferlemann, sollen auch in den kommenden Tagen die Aktionen so wörtlich flexibel und variabel wie bisher fortgesetzt werden. Ein flächendeckender Streik sei noch nicht geplant. Im Hinblick auf das Spitzengespräch mit den Arbeitgebern am Mittwoch sagte Ferlemann, bis dahin werde die Kampftaktik nicht geändert. Das Vorstandsmitglied des DGB Bleicher hat heute vor Massenaussperrungen als Reaktion der Unternehmer auf gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen im gegenwärtigen Tarifkonflikt gewarnt. Bleicher sagte in Tübingen, mit Massenaussperrungen würde nicht nur sozialpolitisches Porzellan zerschlagen. Sie könnten vielmehr auch eine soziale Auseinandersetzung herbeiführen, die diese Republik bis in ihre Fundamente erschüttere. Gegen die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerkes Buschhaus bei Helmstedt in Ostniedersachsen haben heute mehrere tausend Umweltschützer demonstriert. Der Kraftwerksbetreiber, die Braunschweigische Kohlenbergwerks AG, will im Juni die Stromproduktion aufnehmen lassen, ohne dass das Kraftwerk eine Entschwefelungsanlage hat. Das Kraftwerk Buschhaus wird bei voller Auslastung etwa 18 Tonnen Schwefel pro Stunde ausstoßen. Die Umweltschützer haben es deshalb als Dreckschleuder der Nation bezeichnet. Auf ihrer heutigen Abschlusskundgebung in Helmstedt warfen sie der Bundesregierung und der niedersächsischen Landesregierung Unredlichkeit vor, weil die Betriebserlaubnis für das Kraftwerk Buschhaus im Widerspruch zur offiziellen Politik der Luftreinhaltung stehe. Auf die Stromzufuhr zur Baustelle des Kernkraftwerkes Brugdorf ist in der vergangenen Nacht ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei in Kiel haben unbekannte Täter einen 40 Meter hohen Mast einer Hochspannungsleitung gesprengt. Über den Mast lief eine 220.000 Volt Leitung, die jedoch nicht in Betrieb war. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Mark geschätzt. Das Wetter im Osten und Südosten Durchzug von stärkeren Wolkenfeldern, aber kaum Niederschlag. Tiefstwerte in der kommenden Nacht meist klar. In der kommenden meist klaren Nacht um den Gefrierpunkt.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Sportschau. Stuttgarts 6:0 gestern Abend in Nürnberg wird wohl nicht nur den Verantwortlichen des Clubs auf den Magen geschlagen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso bei den Trainern der Konkurrenz drückt. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga eröffnete die 5. letzte Punktrunde brillant, um nicht zu sagen wie ein Meister. Und die Schwaben, sofern sie heute nicht als Spionen irgendwo unterwegs sind, können sich jetzt gleich Ihnen im Vertrauen auf die Sportschau gemütlich im Sessel zurücklegen und der Dinge harren, die da kommen werden. Sich anschauen, was die Konkurrenz macht. Sie wissen, dass das Trio dahinter, hinter den Schwaben, einen Punkt Rückstand hat und selbst punktgleich ist. Der dickste Brocken wartete wohl auf den Hamburger Sportverein, denn der musste nach Köln. Ungleich leichter schätzte man die Aufgaben ein für München als Gastgeber von Frankfurt und für Mönchengladbach mit Heimrecht gegen den 1. FC Kaiserslautern. Von diesen 3 Begegnungen werden wir etwa in einer Länge von 35 Minuten berichten. Und gegen 18:45 Uhr haben wir einen besonderen optischen Leckerbissen für Sie bereit. Adi Vorler meldet sich vom 2. Tag der Dreiball-Weltmeisterschaften in Krefeld. Und jetzt geht es nach altem Ritual weiter mit dem ersten Teil des Ergebnisdienstes. Eintracht Braunschweig gegen Leverkusen 0:0. Mannheim gegen Uerdingen 1:4. Sicher eine der Überraschungen des Tages. Bochum gegen Dortmund 2:2. Offenbach gegen Düsseldorf, das sind die Spiele von gestern Abend, 5:1. Nürnberg gegen Stuttgart, ich habe es bereits angedeutet, 0:6. Und Bremen gegen Bielefeld 3:0. Unser erstes Spiel Köln gegen Hamburg. Ein Spiel, in dem für beide Mannschaften sehr viel auf dem Spiel steht. Beide haben in den letzten Wochen gut gekämpft, 5:1 Punkte. Aber die Kölner wissen, was es geschlagen hat. Sie sind derzeit 7., haben 2 Punkte Rückstand auf Leverkusen und sie wollen